Wenn du bis jetzt dachtest, Dremel kann nur genau das hier, weit gefehlt. Von Dremel gibt es seit neuestem eine mobile Sägestation. Und genau das schauen wir uns heute mal genauer an. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Bei Dremel denkt man doch eigentlich zwangsläufig genau daran, an den Dremel. Und Dremel hat sich wieder gedacht, Mensch, wir können doch, glaube ich, noch so viel mehr und haben genau das hier rausgebracht, eine mobile Sägestation. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, was? Eine mobile Sägestation, das ist nur ein Koffer. Ja, das wird hier eine komplette Station mit allem drum und dran, was du brauchst, um zu sägen. Was das Ganze erstens interessant macht für jemanden, der irgendwo wirklich mobil arbeitet und mobil kleinere Dinge machen möchte, oder jemand, der sehr wenig Platz hat, und noch für eine weitere Personengruppe, nämlich für diejenigen, die wenig Erfahrung mit solchen Geräten haben. Denn hier kann man wirklich, muss ich sagen, sehr einfach und sehr sicher arbeiten. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Übrigens, bevor wir den Koffer aufmachen, der ist hier schon gummiert, sodass du, wenn du ihn aufklappst, ja, schon der auf Gummifüßen draufsteht. So, also hinlegen, Dremel zur Seite legen und dann machen wir ihn mal auf. Und das Coole ist, wir haben wirklich das gesamte Zubehör hier mit drin. Als allererstes haben wir die Säge, ja, die schauen wir uns auch gleich nochmal genau an. Dann haben wir hier, und ich packe es einfach wirklich mal aus, dann haben wir hier natürlich den Akkulader mit dabei, weil wir haben ja ein akkubetriebenes Gerät. Akkulader, 12 Volt. Dann, jetzt wird es schon mal richtig wild, ich muss ganz einmal drehen. So, dann wird es richtig wild, denn ich klappe das jetzt hier hoch, zack. Habe hier unten drunter habe ich einen Mini-Arbeitsbock. Ja, wie man den benutzt, zeige ich dir auch gleich. Ich stelle ihn schon mal hier hin. Dann habe ich dabei eine Schraubzwinge, noch eine zweite Schraubzwinge. Dann haben wir hier einen Anschlag für die Säge auf der Seite und einen Absaugadapter. Alles hier mit drin. Und jetzt kommt der Clou. Ich kann das Ganze nehmen, klappe es auf und zack. Habe hier eine geschlossene Arbeitsfläche. Hier vorne habe ich eine T-Nut, ja, in die ich hier die Zwingen reintun kann. Kann ich hier einfach reintun und dann hier Dinge festspannen. Das zeige ich dir auch gleich. Ja. So, auf der anderen Seite, Moment, so, auf der anderen Seite, jetzt wird es nochmal richtig wild, klappe ich das Ganze nach oben. Dann habe ich hier nochmal zwei Teile, wozu man die braucht, erkläre ich dir auch gleich. Und dann komplettiere ich die Sägestation und habe jetzt alles in einem. Erstmal eine geschlossene Fläche und jetzt kann ich darauf losarbeiten. Man sieht hier an dem Arbeitsbock, wie durchdacht das Ganze ist. Und ja, das ist wirklich ein ultra kleiner Arbeitsbock, der wirklich hier schön sogar einrastet, den ich hier hinstellen kann. Aber du siehst auch hier, das ist wirklich auf einer Höhe, sodass du auch sagen kannst, du hast etwas Längeres. Hier zum Beispiel. Kannst es hier rüberlegen und hast hier eine Auflage. Wirklich cool gemacht. Aber es geht ja eigentlich darum, hier zu sägen. Und dafür haben wir hier eine Handkreissäge. Erstmal, bevor ich euch das zeige und bevor ihr mit solchen Sachen rumfummelt, immer erstmal den Akku rausnehmen. Wer den Akku kennt, wird sagen, warte mal, den Akku kenne ich doch. Ja, ganz einfach. Es ist im Grunde ein Standard Bosch Akku. Es ist ein 12 Volt Akku, ja, von Dremel gelabelt, aber ist komplett rückwärtskompatibel. Ich habe hier auch mal andere Akkus dabei. Hier, Standard Bosch Akku, extra Standard Bosch. Können wir nehmen, hier. Und funktioniert. Auch hier den etwas größeren können wir auch nehmen. Standard Bosch Akku drauf und du siehst, das funktioniert. Übrigens, wer es noch nicht wusste, Dremel gehört zu Bosch, oder zur Bosch-Gruppe im Wesentlichen. Ja? So, jetzt haben wir hier unsere Säge. Und das ist wirklich eine kleine Handkreissäge, die wir haben. Wir haben hier ein Blatt von 76 mm Durchmesser.
Ja? Und das ist wirklich eine kleine Handkreissäge. Sie sehen hier auch, das sind amtliche Zähne, die wir haben. Und damit können wir auch ordentlich was sägen. Natürlich hier inklusive Schutz. Was wir noch machen können, wir können hier die Höhe festlegen. Schaut mal hier. Ja? Können wir die Höhe festlegen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, an der Stelle können wir die Neigung hier auch einstellen. Und können hier vorne auch nochmal mit dem Anschlag arbeiten. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einen Anschlag. Ja, tun das hier rein und können hier das festziehen, sodass wir den Anschlag da positionieren können, wo wir wollen. Also wirklich eine schöne kleine Säge, aber wir haben hier eine Funktion, die wirklich sehr ungewöhnlich ist, und zwar hier. Schaut mal, wir drücken jetzt hier drauf und dann jetzt haben wir keinen Akku drin. Moment. So, wir drücken jetzt hier mal drauf und dann seht ihr hier, vielleicht sehen wir es hier sogar besser, wir haben hier einen Laser. Das heißt, wir sehen hier ganz genau, wenn wir jetzt hier mal so peilen, ja, wohin schneiden wir eigentlich? Der Laser ist natürlich nicht Selbstzweck und der ist auch nicht dafür da, um irgendwo in 10 Meter Entfernung was anzupeilen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier einen Strich hast und diese Säge kannst du natürlich nicht nur nutzen hier im Bereich des Koffers, sondern du kannst ja zum Beispiel auch sagen, ich nehme jetzt hier meinen Anschlag, ja, habe ein Stück Holz und möchte zum Beispiel, oder ich habe diese Arbeitsplatte und ich möchte jetzt hier zum Beispiel entlang sägen. Dann kann man hier sehr gut sehen, ob man den gesamten Strich halt anpeilt, und um gleich von Anfang an gerade zu sägen. Jetzt im Bereich des Tisches hier haben wir natürlich noch eine richtig gute Funktion. Nämlich ich kann, das ist nämlich auch wirklich cool gemacht, zum Thema Sicherheit. Ich nehme jetzt die Säge, raste jetzt die hier ein. Und jetzt sehe ich hier perfekt den Laser und kann jetzt auch mal ein Stück Holz nehmen, leg das hier mal rein und jetzt siehst du, zack, jetzt siehst du hier ganz genau, wo man entsprechend sägen würde. Aber jetzt lass uns mal schauen, erst einmal hier kann ich jetzt auch den Winkel einstellen, den ich gerade brauche. Ich nehme jetzt mal wirklich 0 Grad und ich möchte jetzt einfach nur, das rastert übrigens auch, hört mal genau hin. Klick, klack. Ja, hier bei 45 Grad, bei 0, hier auch wieder bei 45 Grad. Ich kann natürlich auch alle möglichen anderen Gradzahlen hier nehmen. So, ich nehme jetzt wieder 0 Grad, tue das hier rein, habe jetzt hier mein Stück Holz und da sehe ich ganz genau, wo würde ich jetzt hier sägen. Und dementsprechend kann ich jetzt hier dann meinen Schnitt ausführen. Und zum Thema Sicherheit ist es jetzt auch wirklich so, ich habe jetzt hier einen geführten Schnitt. Ja? Ich kann übrigens auch nicht hier irgendwo reinsägen, sondern ich muss eigentlich nichts machen, außer die Säge einmal hier reinrastern und schon kann ich jetzt hier sägen, sägen, sägen. Und wenn man jetzt Folgendes macht, man ist jetzt ein bisschen unbedarft. Ich selber hatte so vor 15, 20 Jahren, hätte ich vor so einer Säge wirklich ein bisschen Schiss gehabt, weil ich hatte wenig Erfahrung damit und habe für mich auch immer gesagt, kannst du ja mal reinfassen, kann Sachen passieren, machen und tun. Und hatte sehr großen Respekt, was man auch wirklich haben sollte vor solchen Geräten. So, und jetzt ist es aber so, wenn du diese Säge jetzt hier rein tust und jetzt kannst du das Stück Holz jetzt nehmen und ja, du musstest es jetzt irgendwie vielleicht festhalten hier und ich weiß nicht, und könnte was passieren. Nein, das tust du bitte nicht, sondern wir haben ja hierfür unsere schönen Geräte hier. Tun die hier rein und dann ziehen wir die Schraubzwinge an. So, jetzt nehmen wir die zweite, machen das genauso. So und so. Und du siehst, jetzt ist es wirklich fest. Du musst jetzt nicht mit deiner Hand hier rumhantieren. Und jetzt kannst du wirklich sehr entspannt sägen. Und du kannst jetzt eigentlich kaum noch was falsch machen. Und ich zeige dir auch mal, wie das Ganze funktioniert. Und schon haben wir jetzt unseren Schnitt hier gemacht. Und jetzt kannst du natürlich jetzt das immer wieder wiederholgenau auch machen und vor allem die zweite Hand kannst du dich zur Seite nehmen und kannst jetzt schneiden. Das steht hier auch wirklich, ja, also der Tisch wackelt jetzt ein bisschen, aber ihr seht jetzt hier, das steht ordentlich auch auf dem Tisch, sodass du jetzt auch nicht das Ganze vor dir her schiebst. Und ich muss sagen, das macht es zu einer sehr sicheren Anwendung. Und wenn du jetzt sagst zum Beispiel, naja, wie stark ist denn so eine Säge hier eigentlich? Übrigens, das muss nicht so aussehen, du kannst hier auch wirklich das Ganze absaugen. Du hast hier einen Absaugadapter, den tust du hier ran. So. Und dann kannst du hier deine Absaugung anschließen und dann wird das Ganze auch entsprechend gut abgesaugt. So, was du natürlich machen kannst, ist das Ganze hier auch in einem beliebigen Winkel einstellen. Ich zeige euch das auch nochmal, aber vor allem ich zeige euch das Ganze mal, wie das mit Hartholz aussieht.
Ich weiß, viele von euch sagen garantiert, ja, so eine kleine 12-Volt-Säge mit so einem kleinen Sägeblatt, das schafft die schon. Aber du hast gerade gesehen, wir konnten eben ohne Probleme hier Eiche 22 mm einfach so durchsägen. Und ich habe einen wirklich sehr langsamen Vorschub noch gegeben. Man könnte sogar deutlich noch mal schneller durchgehen. Aber ich wollte möglichst ausrissfrei arbeiten. Was wir aber gesehen haben, wir sind hier bei 22 mm schon echt an der Grenze. Ich würde sagen, 21 würde ich mich, glaube ich, sogar noch ein bisschen wohler mitfühlen. Aber wir haben es ohne Probleme auch durchschneiden können. Apropos durchschneiden können. Was wir hier auch haben, ist natürlich die Möglichkeit, das Ganze hier auf Gärung zu schneiden. Das heißt, ich baue das hier mal alles wieder ab. Das heißt, wir können das jetzt hier nehmen und zum Beispiel auch eine 45-Grad-Gärung einstellen. Bei der Option ist es so, dass du ja auch dann hier mitarbeiten kannst. Es ist nicht so, dass du also ergo hier unten reinschneidest, sondern ja, du kannst jetzt hier auch immer noch ganz normal schneiden, machen und tun. Jetzt haben wir aber das Problem, du hast hier natürlich hier oben die Schiene, in der du läufst und hast nicht mehr ganz diese Schnitttiefe. Um jetzt entsprechend doch durchzukommen, du hast nämlich jetzt immer noch die Möglichkeit, bis zu 14 mm durchzuschneiden, haben wir diese Erhöhungen. Die kannst du nämlich jetzt einfach nehmen, kannst die hier einsetzen, die rasten hier auch ein, einmal rechts, einmal links, so, und schon können wir Dinge auf Gärung schneiden. Übrigens habt ihr hier auch nochmal die einzelnen Gradzahlen verlängert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen 22,5, haben wir das Ganze hier nochmal bis nach außen verlängert, können das hier ansetzen so, und können schauen, dass wir wirklich hier exakt dran sind. Zusätzlich sehen wir hier auch nochmal eine Bemaßung hier in Zentimetern nach rechts und links, wenn ihr es entsprechend braucht. Und hier haben wir nochmal eine Anleitung. Das heißt, wir haben hier einen QR-Code, den könnt ihr einfach abscannen und habt hier nochmal ein Video, was das gesamte Thema hier erklärt. Und wenn ihr den richtigen Stift habt, könnt ihr euch hier auch entsprechende Notizen machen. Du siehst also, auch das hier funktioniert wunderbar und kannst du damit sägen. Und wenn wir jetzt uns mal überlegen, du fängst vielleicht mit dem Thema Sägen für dich überhaupt erstmal an. Ist das wirklich eine Sägestation, wo du dich an das Thema mal ranarbeiten kannst? Wenn du so kleinere Sachen machen möchtest, wenn du zum Beispiel mit deinem Kind basteln möchtest, du selbst aber auch gar nicht so viel Erfahrung hast oder auch das Kind mal so ein Schnitt machen lassen möchtest, dann kann man das hier schon echt machen. Da kann man auf jeden Fall schon mal das eine oder andere Vogelhaus zusammenbauen. Aber auch zum Beispiel Sockelleisten oder. Vielleicht auch ein bisschen Laminat mitschneiden. Ja, Laminat mitschneiden. Schneiden wäre, glaube ich, eine gar nicht so doofe Idee. Als ich das allererst mal Laminat hatte, ich glaube, da hätte ich das echt gut gebrauchen können. Übrigens, viele von euch werden sagen, Mensch, warte mal, das ist ja ein Bosch-Akku. Ist das denn jetzt auch ein Bosch-Gerät? Oder ist das Gerät von Bosch damit kompatibel? Moment, schauen wir mal. Das hier ist das Gerät, was es von Bosch gibt mit 76 mm. Und hier haben wir signifikante Unterschiede. Der erste ist übrigens, wir haben hier bei Bosch keinen Brushless-Motor. Hier bei Dremel haben wir einen Brushless-Modus, also durchaus noch mal effizienter und vor allem auch noch mal das stärkere Gerät. Zusätzlich sehen wir auch rechts, links, aber auch wenn wir das Gerät uns allgemein angucken, die haben fast nichts gemeinsam. Also das ist wirklich eine Eigenentwicklung von Dremel. Und wer sich fragt, na ja, kann ich sie denn trotzdem einsetzen? Nee, kann ich nicht. Das passt hier einfach nicht rein. Ja? Also das Ganze ist nicht kompatibel. Wo wir gerade beim Thema kompatibel sind, wir haben hier eingebaute Tenuchin, an denen wir hier die Schraubzwingen nutzen können. Viele von euch werden fragen, ja, kann ich nicht auch diese Standard-Schraubzwingen nehmen und kann die hier einsetzen? Nein, die Schraubzwingen nicht, sondern hier die Tenuchin haben eine leicht andere Größe, die hier einfach nicht passen. Apropos Größe. Was viele von euch sicherlich noch interessieren wird, ist, was ist denn das Maximum, was ich denn hier reintun kann oder schneiden kann? Und das messen wir einfach mal zusammen nach, indem ich Folgendes mache. So. Ja, wir haben jetzt nämlich genau hier eine Schnitttiefe von, hier sehen wir es auch, ja, fast 27 cm, die wir hier reintun können. Also wir können ein 27 cm großes Brett hier in diesen Koffer reintun und sägen. Das ist, muss ich mal sagen, für die Größe, die wir jetzt hier haben, schon echt cool. Und mich würde auch total eure Meinung interessieren. Schreibt mal unten in die Kommentare, was sagt ihr denn zu dem Koffer? Sagt ihr, Mensch, voll cool, was man alles machen kann, was man vor allem schon mit diesem kompakten Koffer machen kann. Und übrigens, das Zusammenklappen geht auch super schnell. Zack. Hier, zack, Säge, rein, Koffer, zu. Ja, es gibt noch 3 Zubehöre mehr, aber und schon hast du
alles hier im Koffer drin. Das geht echt schnell, echt gut gemacht. Ich finde es mega cool, mega interessant. Hätte ich echt gerne gehabt damals, als ich angefangen habe. Und apropos Anfangen, Dream hat noch eine Neuigkeit. Schaut mal hier. Sollen wir euch das mal vorstellen? Dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Dann sehen wir den im nächsten Video.